Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur Wunderland Update. Für uns ein ganz besonderes, denn wir starten einen neuen Bauabschnitt. Aber ist es eigentlich ein ganzer Bauabschnitt oder nur ein Teil eines alten Bauabschnittes? Das ist für uns selbst ein bisschen konfus. Deswegen möchte ich euch vorab ein bisschen was erklären. Rio de Janeiro ist fertig. Hier, wo ich stehe, entsteht eher so bei der Familie Martinez in Argentinien der Anfang der Regenwald. Da geht es hoch in die Anden und da hinten ist Patagonien. Und Patagonien haben wir jetzt den ersten Teil aus Südamerika bekommen. Ihr wisst ja, wir bauen mit den Südamerikanern zusammen, damit das richtig schön authentisch ist. Unsere Modellbauer sind jetzt wieder hier. Die ganzen Sachen sind angeliefert. Da gibt es den nächsten Update drüber. Und dann bauen wir Patagonien hier auf und werden es richtig schön mit Liebe ausschmücken. Aber zeitgleich fangen wir mit den Anden an und mit diesem Bauabschnitt. Wir nennen ihn so insidermäßig im Moment Atacama-Wüste. Es ist aber noch viel, viel mehr. Aber anfangen tun wir mit der Atacama-Wüste und dann später Bolivien, Chile. Wir wissen noch nicht, ob es ein eigener Bauabschnitt wird oder ob wir es zusammen mit dem Regenwald eröffnen. Es ist aber großartig, weil es ist eine ganz andere Welt. Und das erzählen euch Gerd und Felix am besten selbst. Nach Patagonien ist unser nächster gemeinsamer Bauabschnitt mit der Familie Martinez in Buenos Aires der Regenwald in dem großen Atrium hier. Und von dort geht es dann weiter über die Anden, durch die Atacama-Wüste bis an den Pazifik in Chile. Die Atacama-Wüste hat auf mich schon immer so eine ganz magische Ausstrahlung gehabt. Die hat was ganz Besonderes. Die führt vom Pazifik hoch auf 4000 Meter in die Anden. Und die Herausforderung war da für die Bergbauunternehmen, eine Eisenbahnverbindung von den Anden, vom Gebirge bis ans Meer zu bauen. Und dort winden sich die Bahngleise ganz spannend und spektakulär an den Fels- und Berghängen entlang. Ein ganz auffallendes Merkmal an der Atacama-Wüste ist die bunten Farben der Felsen. In ganz vielen Schichten sind Erdzeitalter zu erkennen, sind Gesteinsformen zu sehen. Und das ist für uns Modellbauer natürlich auch nur die ganz große Herausforderung und natürlich auch irre Spaß, sowas nachzubauen. Ja, und was hier auf diesen 12 Metern entstehen wird, das zeigen euch jetzt Felix und Stefan. Ich befinde mich hier gerade mitten in einem riesigen Schattenbahnhof. Den hat Schuh schon gebaut und der wird später hier unter die Brücke gehängt. Und der verbindet dann den Abschnitt Regenwald mit dem Abschnitt Chile. Bahntechnisch gibt es später in weiteren Folgen noch mehr Infos für euch. Und genau, jetzt erzähle ich euch erstmal ein bisschen, wie die Landschaft so aufgebaut ist. Ich befinde mich jetzt hier am Anfang unserer ca. 12 Meter langen Anlage. Und wir werden hier noch eine riesige Wand einziehen. Die wird auch fest eingebaut sein. Von der einen Seite werden wir die bolivianischen Anden gestalten, die dann in die Brücke münden, in der man dann durch die Anden quasi hochlaufen kann. Und auf der Rückseite haben wir halt quasi unsere Atacama. So, wo ich jetzt mich hier befinde, haben wir die Hochebene der Atacama-Wüste und dort gibt's Geysire, Salzseen und all solche Geschichten und es ist eher die harte Natur quasi. Wenn es denn da mal nach Jahren regnet, dann wird da halt auch alles weggeschwemmt. Dann erblüht die Wüste auch richtig, dann gibt's ganz selten mal Pflanzen da, ansonsten wächst da fast gar nichts und wir haben eigentlich nur Geröll, verschiedenfarbige Berge auch, das liegt alles an den Mineralien, die da sind. Und ja, vielleicht gibt es hier am Anfang noch ein, zwei kleine Bahnbauten zu sehen, die aber auch alle sehr verfallen sind. Alles ist verrostet. Und wir sind am Überlegen, ob wir vielleicht irgendwie was cool machen können mit Schattenspielen oder sowas. Denn tagsüber hast du da 30 Grad und nachts werden es bis minus 15 Grad. Und das ist halt einfach eine super harte Natur einfach, die wir da auch irgendwie versuchen wiederzuspiegeln. Und wir finden es einfach super interessant, weil es sich einfach wirklich nochmal abhebt von den anderen Abschnitten, die wir schon gebaut haben. So, wie eben ja schon erwähnt, die Atacama ist einer der trockensten Gebiete der Welt und selbst dort gibt es aber auch kleine grüne Oasen, wo vielleicht mal ein Bachlauf aus dem Gebirge runterkommt. Und solche Flecken haben wir natürlich auch mit aufgenommen, dass wir einfach nochmal wieder Akzente setzen können, dass das Auge mal wieder hängen bleibt. Und das ist halt so ein richtiger Einschnitt in die Anlage, quasi wo dieser Fluss unten lang geht und da findet man auch ein bisschen Zivilisation. Zum Thema Zivilisation kann ich euch aber auch sagen, dass wir hier hinten die Humberstone Ghost Town nachbauen werden. Und ja, die ist damals so wirtschaftsboomtechnisch entstanden, als dort in der Gegend ganz viel Salpeter abgebaut wurde. Und das hat einfach so ein Gefühl von so einer Westernstadt. So, es ist richtig, da fliegt vielleicht so ein Grasbüschel durchs Bild. Und ja, ist einfach, wir fanden es ein tolles Motiv, um das nachzubauen. Nach der Ghost Town geht es dann weiter und wir werden auch wieder ein bisschen bergiger, denn wir verlassen die Hochebene
und ja, begeben uns in eine Gegend, wo das Valle de la Luna ist. Das ist so eine Art Felsmassiv, was einfach aussieht wie so ein Halbmond. Super interessant und wir haben uns einfach dazu entschieden, das auch mit einzubauen. Und ja, so steigen wir immer wieder ein bisschen höher mit der Landschaft. Und was natürlich auch super spektakulär in der Atacama-Wüste ist, ist natürlich auch die Bahnbauten. Denn es gibt super viele Steigungen, ganz enge Radien, die gefahren werden müssen, tiefe Schluchten. Und ja, die Bahn schlängelt sich wirklich durch die Natur. Ne? Also da wurde nicht geguckt, der geradeste Weg ist der schnellste, sondern wir müssen gucken, dass wir irgendwie einfach zum Ziel kommen. Und da hast du teilweise so riesige Gebirgsflanken oder eher so Geröllschütte. Und da fährt dann oben der kleine Zug lang und das ist einfach super imposant. Vorbei an den ganzen einsamen Bergbauorten gehen wir einfach wieder ein bisschen mehr Richtung Küste und ja, haben hier einfach eine kleine Ortschaft nachgebaut, unter anderem auch die Station Estación Chopiapo oder Copiapo. Vielleicht weiß das einer von euch, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, das war es schon fast mit unserer Reise durch Chile, aber wir haben uns natürlich gedacht, dass wir noch mal einen richtig farbenfrohen Abschluss machen, denn hier um diese Säule rum am Hang wird die Stadt Valparaíso nachgebaut. Wir haben uns einfach dazu entschieden, noch mal so einen Kontrast zu setzen zu dieser ganzen Wüstenlandschaft, wo wirklich alles nur rostbraun ist, Erdfarben hat. Und ja, Valparaíso ist einfach eine schöne Stadt, die sehr viele bunte Häuser hat. Und wir können uns das richtig gut vorstellen. Ich habe da richtig Bock drauf. Da gibt es Standseilbahnen, die den Besuchern oder auch den Einwohnern ermöglichen, schnell nach oben zu kommen und sowas. Und das wollen wir auch alles unterbringen. Wie weit wir mit der Planung sind, zeigt Stefan euch jetzt gleich. Der hat nämlich von Gerhard schon die Gleispläne bekommen und hat schon mal so ein paar markante Punkte eingezeichnet. Und am Ende zeige ich euch auch schon mal so ein paar Testgebäude, die ich für Valparaíso gebaut habe. Hier seht ihr einen Plan. So bekomme ich den von Gerhard als Basis. Das ist in 2D. Hier sind die Gleise drin mit Höhenangaben, wie hoch das Gleis später verlaufen soll. Und die Säulen, so wesentliche Sachen vom Gebäude. Und wenn man das jetzt dreht, sieht man, das ist total flach. Und ich mache mich dann dran und ziehe das Ganze so ein bisschen auf, dass man sich das besser vorstellen kann. In dieser Zeichnung, da habe ich das schon mal angefangen. Hier sieht man die Treppe, die jetzt vom 3. in den 4. Boden hochführt. Und das ist jetzt mal grob erstmal der Tisch, also hier mit den Spanten, wie wir das immer so aufbauen. Und die Gleise in den passenden Höhen, dass man sehen kann, was läuft oben, was läuft unten und drüber weg, drunter her oder wie auch immer. Hier hinten haben wir ein Viadukt und das Ganze führt dann unter der Treppe später in verschiedene Schattenbahnhöfe. Ich blende die Wand mal aus, dann kann man da reingucken. Also hier haben wir links und rechts entsprechend die Schattenbahnhöfe und wir fahren verschiedene Spurbreiten. Wir haben hier H0M und H0E. In der Wüste haben die damals mit schmaleren Gleisen gebaut, um Material zu sparen, weil man das einfach schneller bauen konnte, nicht so breite Trassen in die Wüste reinschlagen musste, beziehungsweise in den Felsen. Und deswegen haben wir das hier auch aufgegriffen. Hier vorne um die Säule an der Anlagenkante bauen wir die Stadt Valparaíso. Da hat Felix auch schon einen Dummy gebaut, um mal zu gucken, wie wir mit der Steigung und den Gleisen hinkommen, dass das alles ganz gut harmoniert hier bis zur Säule. Und diese Stadt hat eine Standseilbahn, die ist relativ markant. Die erste Seilbahn wurde 1883 gebaut und 1920 gab es dann schon 30 von diesen Seilbahnen. Und heute fahren immer noch 15, also traditionelle Seilbahnen, und die Anwohner sind da auch sehr stolz drauf. Und ja, direkt vorne an dieser Seilbahn, an der Kante, steht halt ein markantes Haus. Das habe ich schon mal als Dummy gebaut. Das ist dieses hier. Also sozusagen das erste Valparaíso-Haus, was am Rechner gezeichnet ist. Da das Ganze aber sehr gewachsen ist, sage ich mal, wie man hier auf dem Bild sieht, werden wir den Rest gar nicht am Rechner komplett vorkonzipieren, sondern von Hand aus einzelnen Fassadenteilen und Fenstern zusammenbauen. Da hat Felix auch schon mit angefangen. Stefan hat euch ja jetzt schon ein bisschen was gezeigt und ja, ich befinde mich hier gerade so vor meinem Dummy für Valparaíso. Ich würde euch gerne auch noch mal hier das Testhaus zeigen oder die Testhäuser zeigen, die ich gebaut habe. Denn in Valparaíso ist es ganz interessant, bestehen fast alle Häuser aus Wellblech. Das rührt so ein bisschen aus der Geschichte, denn Valparaíso war früher einfach ein sehr bedeutender Hafen für diese ganze Ausfuhr der Erze. Und
ja, diese ganzen Frachtschiffe waren aus Gewichtsgründen oder damit die seetauglicher sind, mit Wellblech beladen. Und ja, daraus haben die Einheimischen sich dann einfach ihre Häuser gebaut. Und weil das natürlich alles nicht so schön aussieht und auch rostet und so, hat, glaube ich, die Stadtverwaltung irgendwann entschieden, dass die Häuser bunt angemalt werden. Valparaiso ist wirklich so eine Künstlerstadt. Da gibt es ganz viele Graffitis, Murals, Allgemeinkünstler, Maler, die da sind. Und es gibt, glaube ich, fast keine Ecke, die nicht bunt angemalt ist. Als ich für unseren Rio-Abschnitt auch bei den Argentiniern zu Besuch war, durfte ich eine Exkursion machen, auch nach Valparaiso. Und ich habe mir die Stadt wirklich hautnah angeguckt. Und was halt wirklich mir aufgefallen ist dort, ist, dass ja, viele Häuser nicht wirklich im rechten Winkel gebaut sind. Das ist alles Ständerwerk mit Blech verkleidet. Teilweise war vielleicht kein Material mehr da. Die Fenster sind nie einheitlich. Und ja, wir haben jetzt einfach geguckt, wie wir eine Lösung finden, dass wir das bauen können und natürlich trotzdem eine große Anzahl schaffen. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir so markante Gebäude, die wir zeigen wollen, dass wir die Teile fräsen, aber so diese Wohnhäuser, die überall sind, dass wir die teilweise händisch und teilweise mit Frästechnik bauen. Die Idee ist einfach aus dünnem Polystyrolmaterial Fenster auszufräsen, aber dann den Rest händisch auszuschneiden und zu verkleben. Dementsprechend generiert man gleich automatisch, dass es nicht ganz gerade ist, irgendwie, wenn man es nicht gerade über die Säge schiebt. Ja, und da das Bunte natürlich nicht als Highlight selbst reicht, haben wir uns gedacht, wir machen natürlich noch die Standseilbahn mit rein, die soll auch fahren. Und was ich ganz super finde, ist, dass dort irgendwie alle paar Jahre mal so eine Downhill-Fahrradgeschichte stattfindet. Also das ist so ein Zeitfahrradrennen und die fahren durch die Straßen, springen über die Dächer rüber, da werden Rampen aufgebaut und sowas. Und da sind wir noch am Überlegen, ob wir das vielleicht auch knopfdrückertechnisch irgendwie umsetzen können, dass da Bewegung stattfindet. Aber wir haben 3 Trassen, wir können nicht so viel drunter bauen. Muss ich mal mit Stefan Dombrowski schnacken, ob wir da uns irgendwas Cooles überlegen können. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schuh wird in den nächsten Wochen hier anfangen, den Tisch aufzubauen. Ich bin erstmal beschäftigt mit dem Aufbau von Patagonien. Und ja, sobald ich auch wieder hier in das Thema einsteige, gibt es auf jeden Fall News. Falls ihr noch irgendwie eine Idee habt oder schon mal selbst in Chile wart oder in der Atacama, dann schreibt doch gerne mal eure Ideen in die Kommentare. Also, bis bald.